Sarkische Kulte. Übersicht. Sarkisismus ist ein religiöses, philosophisches System mit einer Reihe an Traditionen, Glaubensinhalten und spirituellen Praktiken, die weitgehend auf den dem Großkarzist Ion, seinem vergötterten Gründer, zugeschriebenen Lehren basieren. Seine Anhänger praktizieren rituellen Kannibalismus, Menschenopfer, körperliche Augmentation, Taumaturgie und dimensionale Manipulation. Sie sind sehr verschlossen und ihre Existenz ist der allgemeinen Öffentlichkeit unbekannt. Eine Ausnahme bildet die Cold BG, die sie als apokalyptisch betrachtet. Einige Sarkisten erreichten durch organische Manipulation anomale Eigenschaften, die die physischen Grenzen normaler Menschen übersteigen. Krankheit wird als Segen betrachtet und an sarkischen Schreinen wurden oftmals Opfergaben in Form geschwollener Lymphknoten und tumoröser Geschwülste gefunden. Die sarkischen Kulte betrachten Ansteckung als Konsekration, ein Mittel, die Schwachen auszusondern und die Massen zu bereinigen, und versuchen daher, ansteckende Krankheiten zu verbreiten. Die Foundation unterteilt die bekannten sarkischen Kulte in zwei Strömungen ein: protosarkisch und neosarkisch. Protosarkische Kulte kommen meist in verschlossenen Gemeinden in den abgelegensten Regionen Eurasiens vor. Deren Anhänger sind üblicherweise arm und Außenstehenden gegenüber feindselig. Diese Gruppen meiden das Moderne, zeigen akute Technophobie und halten durch Aberglaube und Tabu zusammen. Im Gegensatz dazu sind neosarkische Kulte kosmopolitisch, geben sich modern und zeigen keine Abneigung gegenüber Technologie. Ihr Alltag unterscheidet sich kaum von anderen ihrer Kultur und sozialem Status. Ihre Anhänger sind meist wohlhabende Familien, reich an Geschichte und Skandalen. Es wird angenommen, dass der Foundation nur ein Teil dessen, was Sarkizismus ist und was seine Anhänger bezwecken, bekannt ist. Aufgrund der verfügbaren Informationen wird angenommen, dass die Ziele der sarkischen Kulte einen SK-Klasse-Dominanzwechsel inklusive der Möglichkeit eines XK-Klasse Ende der Welt-Szenarios darstellen. Einleitung. Die Religion des Fleisches. Die folgenden Informationen wurden aus Foundation-Akten, Feldberichten und gesicherten Dokumenten über die sarkischen Kulte zusammengetragen. Die Einstufung dieser Gruppierungen als globale Bedrohung wird derzeit aufrechterhalten. Wenn Mitarbeiter der Foundation von gefährlichen Interessengruppen sprechen, denken viele zuerst an Organisationen mit modernster Technologie, verdeckten Operationen oder Zugriff auf mächtige Anomalien. Doch nur wenige Gruppierungen lösen innerhalb der Foundation eine vergleichbare Besorgnis aus wie die sarkischen Kulte. Die sarkischen Kulte sind keine einzelne Organisation. Sie sind ein Netzwerk aus religiösen Gemeinschaften, geheimen Zirkeln und uralten Traditionen, die über verschiedene Regionen der Welt verteilt existieren. Trotz ihrer Unterschiede verbindet sie ein gemeinsamer Glaube, der auf den Lehren einer einzigen Gestalt basiert: dem Großkarzisten Ion. Für ihre Anhänger ist der menschliche Körper kein festes Gebilde. Er ist Rohmaterial. Etwas, das verändert, verbessert und nach dem eigenen Willen umgeformt werden kann. Wo andere Menschen Krankheit fürchten, sehen Sarkisten darin oftmals eine Form der Weihe. Wo andere Grenzen zwischen Leben und Tod erkennen, betrachten sie diese lediglich als Hindernisse, die überwunden werden müssen. In zahlreichen Foundation-Berichten werden Praktiken beschrieben, die von rituellem Kannibalismus über Menschenopfer bis hin zu biologischen Veränderungen reichen, die jedes bekannte Verständnis der menschlichen Anatomie überschreiten. Einige Sarkisten sollen Fähigkeiten entwickelt haben, die weit über die natürlichen Grenzen des menschlichen Körpers hinausgehen. Andere werden mit Taumaturgie, organischer Manipulation und sogar Eingriffen in die Struktur der Realität selbst in Verbindung gebracht. Besonders beunruhigend ist dabei, dass die Foundation bis heute davon ausgeht, nur einen Bruchteil ihres tatsächlichen Wissens, ihrer Geschichte und ihrer Ziele zu verstehen. Die sarkischen Kulte gehören zu den verschlossensten Interessengruppen überhaupt. Viele ihrer Rituale werden ausschließlich innerhalb ihrer Gemeinschaften weitergegeben und zahlreiche Informationen stammen lediglich aus Fragmenten alter Aufzeichnungen oder Berichten über Begegnungen mit ihren Anhängern. Doch wer sind diese Menschen wirklich? Woher stammt ihr Glaube?
Wer war der geheimnisvolle Großkarzist Ion? Und warum geht die Foundation davon aus, dass die langfristigen Ziele der sarkischen Kulte möglicherweise einen SK-Klasse-Dominanzwechsel oder sogar ein XK-Klasse-Ende der Welt-Szenario auslösen könnten? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst zum Ursprung des Sarkizismus zurückkehren und zu der Person, mit der alles begann. Der Ursprung des Sarkizismus. Um die sarkischen Kulte zu verstehen, muss man zunächst die Figur betrachten, auf die sich nahezu alle bekannten Strömungen dieser Glaubensrichtung berufen: den Großkarzisten Ion. Über die tatsächliche Identität Ions ist nur sehr wenig bekannt. Selbst der Foundation liegen nur bruchstückhafte Informationen vor. Was jedoch als gesichert gilt, ist die Tatsache, dass die meisten sarkischen Traditionen, Rituale und Glaubensinhalte auf Lehren zurückgeführt werden, die ihm zugeschrieben werden. Für seine Anhänger ist Ion weit mehr als nur ein religiöser Führer. Er wird als Großkarzist verehrt, als Begründer ihres Glaubens und als Ursprung jener Erkenntnisse, die den Sarkizismus bis heute prägen. In vielen sarkischen Gemeinschaften besitzt sein Wort nahezu heiligen Charakter. Seine Lehren werden nicht nur studiert, sondern als fundamentale Wahrheiten betrachtet, nach denen das gesamte Leben ausgerichtet werden soll. Die Foundation geht davon aus, dass ein Großteil der sarkischen Weltanschauung direkt aus diesen Lehren hervorgegangen ist. Dazu gehört insbesondere die Vorstellung, dass der menschliche Körper keine feste Grenze darstellt. Während die meisten Kulturen den menschlichen Körper als etwas betrachten, das geschützt und bewahrt werden muss, sehen Sarkisten ihn als formbares Werkzeug. Etwas, das verändert, verbessert und an neue Zwecke angepasst werden kann. Aus dieser Sichtweise entstanden zahlreiche Praktiken, die Außenstehenden verstörend erscheinen. Körperliche Augmentationen, organische Manipulationen und andere Formen biologischer Veränderung werden innerhalb vieler sarkischer Gemeinschaften nicht als Verstümmelung betrachtet, sondern als Fortschritt. Der Körper gilt nicht als Endzustand, sondern als Ausgangspunkt. Auch Krankheit wird innerhalb des Sarkizismus häufig anders interpretiert als in den meisten bekannten Gesellschaften. Wo andere Menschen Krankheit als Leiden betrachten, sehen viele Sarkisten darin einen Prozess der Veränderung oder sogar eine Form spiritueller Bedeutung. Foundation-Ermittler fanden an mehreren sarkischen Kultstätten Opfergaben, die aus krankhaft verändertem Gewebe bestanden. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Krankheiten innerhalb ihrer Glaubensvorstellungen eine religiöse Rolle spielen. Gerade diese radikal andere Sichtweise auf Leben, Körper und Veränderung macht den Sarkitismus für Außenstehende so schwer verständlich. Viele Menschen würden die Praktiken der Sarkisten als grausam oder monströs bezeichnen. Doch aus Sicht ihrer Anhänger stellt sich die Situation völlig anders dar. Für einen Sarkisten ist Ion nicht der Begründer einer grausamen Ideologie. Er gilt vielmehr als jemand, der den Menschen einen Weg gezeigt hat, sich von den Grenzen ihrer natürlichen Existenz zu befreien. Die Veränderung des Körpers wird nicht als Verlust betrachtet, sondern als Entwicklung. Krankheit nicht als Strafe, sondern als Prüfung. Und die Überwindung menschlicher Grenzen nicht als Gefahr, sondern als Ziel. Genau dieser Unterschied in der Wahrnehmung macht die sarkischen Kulte so schwer einzuschätzen. Denn während die Foundation in ihren Praktiken ein erhebliches Risiko erkennt, sehen viele ihrer Anhänger darin den Weg zu einer höheren Form der Existenz. Doch obwohl sich nahezu alle Sarkisten auf dieselben Ursprünge berufen, entwickelten sich ihre Gemeinschaften im Laufe der Zeit in unterschiedliche Richtungen. Heute unterscheidet die Foundation deshalb zwischen zwei großen Strömungen des Sarkitismus, den protosarkischen und den neosarkischen Kulten. Die Grundprinzipien des Glaubens. Um die Handlungen der sarkischen Kulte zu verstehen, muss man zunächst ihre Sicht auf den menschlichen Körper verstehen. Denn viele ihrer Praktiken, die für Außenstehende grausam oder unverständlich erscheinen, basieren auf einer völlig anderen Vorstellung davon, was Leben überhaupt bedeutet. Für die meisten Menschen ist der Körper etwas, das geschützt werden muss. Krankheiten sollen geheilt, Verletzungen vermieden und körperliche Grenzen akzeptiert werden. Sarkisten vertreten hingegen eine grundlegend andere Auffassung.
Innerhalb vieler sarkischer Traditionen gilt Fleisch nicht als Schwäche, sondern als das größte Werkzeug des Lebens. Der Körper wird nicht als fertiges Produkt betrachtet, sondern als etwas, das ständig verändert, verbessert und weiterentwickelt werden kann. Aus diesem Grund finden sich in zahlreichen Foundation-Berichten Hinweise auf körperliche Augmentationen und organische Manipulationen, die weit über alles hinausgehen, was mit gewöhnlicher Medizin möglich wäre. Einige bekannte Sarkisten erreichten durch diese Methoden Fähigkeiten, die normale menschliche Grenzen überschreiten. Die genaue Natur dieser Veränderungen variiert von Kult zu Kult, doch das grundlegende Ziel bleibt häufig dasselbe: die Überwindung natürlicher Beschränkungen. Besonders verstörend erscheint vielen Beobachtern die Haltung des Sarkizismus gegenüber Krankheiten. Während nahezu jede Gesellschaft Krankheit als etwas Negatives betrachtet, wird sie innerhalb vieler sarkischer Gemeinschaften als etwas Bedeutungsvolles angesehen. Foundation-Ermittler fanden an mehreren Kultstätten Opfergaben in Form geschwollener Lymphknoten, tumoröser Wucherungen und anderer krankhafter Gewebeveränderungen. Diese Funde legen nahe, dass Krankheiten innerhalb bestimmter sarkischer Glaubensrichtungen nicht nur akzeptiert, sondern teilweise verehrt werden. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass einige Sarkisten Ansteckung als eine Form der Konsekration betrachten. Nach ihrer Auffassung dient Krankheit dazu, Stärke von Schwäche zu unterscheiden und diejenigen auszusondern, die den Anforderungen ihrer Philosophie nicht gewachsen sind. Aus diesem Grund wurden sarkische Gruppen mehrfach mit der absichtlichen Verbreitung ansteckender Krankheiten in Verbindung gebracht. Für die Foundation stellt dies eines der größten Risiken dar, die von diesen Kulten ausgehen. Denn während andere Interessengruppen ihre Ziele häufig im Verborgenen verfolgen, können die Auswirkungen solcher Handlungen ganze Bevölkerungsgruppen betreffen. Neben diesen Überzeugungen gehören auch verschiedene Rituale zu den bekannten Praktiken des Sarkizismus. Berichte über Menschenopfer, rituellen Kannibalismus und andere Zeremonien tauchen immer wieder in Zusammenhang mit sarkischen Gemeinschaften auf. Die genaue Bedeutung dieser Rituale unterscheidet sich je nach Kult und Tradition. Dennoch scheinen sie häufig dazu zu dienen, religiöse Bindungen zu stärken, spirituelle Ziele zu verfolgen oder die Lehren des Großkarzisten Ion nachzuahmen. Für Außenstehende wirken diese Praktiken oftmals barbarisch. Für ihre Anhänger hingegen sind sie Teil einer Weltanschauung, die seit Generationen weitergegeben wird und den Glauben widerspiegelt, dass Fleisch, Veränderung und Entwicklung die höchsten Prinzipien des Lebens darstellen. Doch obwohl alle Sarkisten ähnliche Grundüberzeugungen teilen, existieren innerhalb des Sarkismus erhebliche Unterschiede. Einige Gemeinschaften leben abgeschieden in den entlegensten Regionen Eurasiens und halten an uralten Traditionen fest. Andere bewegen sich mitten in der modernen Gesellschaft und sind von gewöhnlichen Menschen kaum zu unterscheiden. Aus diesem Grund unterteilt die Foundation die bekannten sarkischen Kulte heute in zwei große Strömungen. Proto-sarkische Kulte. Obwohl Außenstehende oft von den sarkischen Kulten als einer einzigen Gruppierung sprechen, ist die Realität deutlich komplexer. Die Foundation unterscheidet die bekannten Anhänger des Sarkizismus grundsätzlich in zwei große Strömungen. Die ältere und traditionellere Form wird als Proto-Sarkizismus bezeichnet. Proto-sarkische Gemeinschaften finden sich hauptsächlich in den entlegensten Regionen Eurasiens. Viele von ihnen leben weit entfernt von größeren Städten, modernen Verkehrswegen oder staatlicher Infrastruktur. Ihre Siedlungen befinden sich oftmals in abgelegenen Gebirgsregionen, dichten Wäldern oder schwer zugänglichen Landstrichen, die über Generationen hinweg weitgehend von der Außenwelt isoliert geblieben sind. Die Bewohner dieser Gemeinschaften führen meist ein einfaches Leben. Viele ihrer Traditionen reichen angeblich Jahrhunderte zurück und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Innerhalb dieser Dörfer besitzen die Lehren des Sarkizismus oft einen deutlich größeren Einfluss auf den Alltag als weltliche Gesetze oder moderne gesellschaftliche Normen. Ein besonders auffälliges Merkmal vieler proto-sarkischer Gruppen ist ihre ausgeprägte Technophobie. Moderne Technologien werden häufig mit Misstrauen betrachtet oder vollständig abgelehnt.
Während andere Gesellschaften technische Entwicklungen als Fortschritt ansehen, betrachten viele Protosarkisten sie als Ablenkung von den Lehren ihres Glaubens. Stattdessen legen sie Wert auf traditionelle Lebensweisen und überlieferte Praktiken. Diese Haltung führt dazu, dass viele protosarkische Gemeinschaften bewusst abgeschottet leben. Kontakte zur Außenwelt werden häufig vermieden und Fremde werden oftmals mit erheblichem Misstrauen empfangen. Foundation-Feldberichte beschreiben zahlreiche Fälle, in denen Ermittler bereits bei der Annäherung an entsprechende Siedlungen auf Widerstand stießen oder beobachtet wurden, lange bevor sie überhaupt das eigentliche Dorf erreichten. Die Gründe für dieses Verhalten sind nicht vollständig bekannt. Einerseits dürfte die Geheimhaltung ihrer Rituale und Traditionen eine wichtige Rolle spielen. Andererseits haben viele dieser Gemeinschaften über lange Zeiträume hinweg gelernt, Außenstehenden grundsätzlich zu misstrauen. Aus ihrer Sicht stellen Fremde häufig eine Bedrohung für ihre Lebensweise dar. Trotz ihrer oft einfachen Lebensverhältnisse wäre es jedoch ein Fehler, diese Gruppen zu unterschätzen. Die Foundation hat mehrfach festgestellt, dass einige protosarkische Gemeinschaften über umfangreiches Wissen verfügen, das außerhalb ihrer Kultur praktisch unbekannt ist. Dazu gehören sowohl religiöse Praktiken als auch Formen anomaler Manipulation, deren Ursprung bis heute nicht vollständig verstanden wird. Gerade diese Kombination aus Isolation, jahrhundertealten Traditionen und tief verwurzelten Glaubensvorstellungen macht die protosarkischen Kulte für die Foundation zu einem schwer kalkulierbaren Faktor. Ihre Gemeinschaften mögen klein erscheinen, doch ihr Einfluss reicht oftmals weit über die Grenzen ihrer Dörfer hinaus. Während die Protosarkisten an alten Traditionen festhalten und die Moderne ablehnen, existiert jedoch noch eine zweite Strömung des Sakitismus. Eine Strömung, die sich perfekt an die moderne Welt angepasst hat und häufig mitten unter gewöhnlichen Menschen lebt, ohne erkannt zu werden. Die neosarkischen Kulte. Neosarkische Kulte. Während die protosarkischen Gemeinschaften in abgelegenen Regionen leben und die Moderne weitgehend ablehnen, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine zweite Strömung des Sakizismus, die einen völlig anderen Weg einschlug. Die Foundation bezeichnet diese Gruppierungen als neosarkische Kulte. Auf den ersten Blick wirken Neosarkisten oft vollkommen gewöhnlich. Sie leben in Städten, nutzen moderne Technologie und führen ein Leben, das sich äußerlich kaum von dem anderer Menschen unterscheidet. Viele besitzen hohe gesellschaftliche Positionen, sind wirtschaftlich erfolgreich oder stammen aus wohlhabenden Familien mit langer Geschichte. Gerade deshalb stellen sie für die Foundation eine besondere Herausforderung dar. Im Gegensatz zu den Protosarkisten sehen Neosarkisten moderne Technologie nicht als Bedrohung ihrer Glaubensvorstellungen. Statt sie abzulehnen, integrieren sie die Errungenschaften der modernen Welt in ihren Alltag. Computer, Kommunikationsmittel, medizinische Forschung und globale Netzwerke werden nicht als Widerspruch zum Sakizismus betrachtet, sondern als Werkzeuge, die genutzt werden können. Dadurch sind neosarkische Gruppierungen oftmals deutlich stärker mit der übrigen Gesellschaft verflochten als ihre protosarkischen Gegenstücke. Während ein abgelegenes Dorf in den Bergen Aufmerksamkeit erregen kann, fällt eine wohlhabende Familie in einer Großstadt nur selten auf. Viele bekannte Anhänger dieser Strömung stammen aus einflussreichen Kreisen. Einige Familien verfügen über beträchtlichen Wohlstand, weitreichende Kontakte und eine lange, oftmals von Gerüchten und Skandalen begleitete Geschichte. Aus Sicht der Foundation erschwert dies die Überwachung erheblich. Aktivitäten können hinter legitimen Unternehmen, privaten Veranstaltungen oder gesellschaftlichen Netzwerken verborgen werden, ohne unmittelbar Verdacht zu erregen. Besonders problematisch ist dabei, dass Neosarkisten häufig deutlich besser darin sind, ihre tatsächlichen Überzeugungen zu verbergen. Während protosarkische Gemeinschaften ihre Traditionen offen innerhalb ihrer Dörfer ausleben, können neosarkische Anhänger jahrelang unauffällig bleiben. Nach außen erscheinen sie als gewöhnliche Mitglieder der Gesellschaft. Ihre religiösen Aktivitäten finden oftmals im Verborgenen statt und werden nur einem kleinen Kreis Eingeweihter offenbart. Für die Foundation bedeutet dies, dass viele neosarkische Gruppierungen erst entdeckt werden, wenn bereits Hinweise auf anomale Aktivitäten vorliegen.
Zu diesem Zeitpunkt verfügen sie häufig schon über umfangreiche Ressourcen, Kontakte oder Einflussmöglichkeiten. Trotz ihrer Unterschiede verbindet beide Strömungen jedoch derselbe Ursprung. Sowohl Proto-Sarkisten als auch Neo-Sarkisten berufen sich auf die Lehren des Großkatzisten Ion und teilen zentrale Überzeugungen des Sarkizismus. Der Unterschied liegt nicht in ihrem Glauben, sondern darin, wie sie ihn ausleben. Während die einen die Vergangenheit bewahren wollen, haben sich die anderen an die Gegenwart angepasst. Aus Sicht der Foundation macht genau diese Anpassungsfähigkeit den Sarkitismus zu einer besonders langlebigen und schwer kontrollierbaren Interessengruppe. Denn selbst wenn eine Gemeinschaft isoliert lebt, kann eine andere gleichzeitig mitten in der modernen Gesellschaft existieren. Und unabhängig davon, welcher Strömung sie angehören, besitzen viele Sarkisten Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was von gewöhnlichen Menschen erwartet werden kann. Die anomalen Fähigkeiten der Sarkisten. Die sarkischen Kulte werden von der Foundation nicht allein aufgrund ihrer Glaubensvorstellungen überwacht. Der eigentliche Grund liegt in den Fähigkeiten, die viele ihrer Anhänger im Laufe der Zeit entwickelt haben. Zahlreiche Berichte dokumentieren Fälle, in denen Sarkisten Eigenschaften zeigten, die weit über die körperlichen Möglichkeiten gewöhnlicher Menschen hinausgehen. Wie genau diese Fähigkeiten entstehen, ist nicht vollständig geklärt. Bekannt ist jedoch, dass biologische Manipulation und körperliche Veränderung eine zentrale Rolle innerhalb vieler sarkischer Traditionen spielen. Für einen Sarkisten ist der menschliche Körper kein unveränderliches Gebilde. Er wird vielmehr als etwas betrachtet, das geformt, angepasst und weiterentwickelt werden kann. Diese Überzeugung spiegelt sich in zahlreichen dokumentierten Fällen organischer Augmentation wider. Dabei werden Körperstrukturen verändert oder erweitert, um Fähigkeiten zu erreichen, die normalerweise unmöglich wären. Die genaue Ausprägung solcher Veränderungen unterscheidet sich von Fall zu Fall erheblich. Dennoch zeigen die verfügbaren Daten, dass einige Sarkisten dadurch die natürlichen Grenzen menschlicher Belastbarkeit, Regeneration oder körperlicher Leistungsfähigkeit überschreiten konnten. Zusätzlich wurden sarkische Kulte mehrfach mit thaumaturgischen Praktiken in Verbindung gebracht. Thaumaturgie bezeichnet die Anwendung anomaler Rituale und Methoden, durch die Effekte erzeugt werden können, die sich mit bekannten wissenschaftlichen Modellen nicht erklären lassen. Die Foundation geht davon aus, dass bestimmte sarkische Rituale auf genau solchen Prinzipien beruhen. Besonders besorgniserregend sind Berichte über Formen der dimensionalen Manipulation. Obwohl die verfügbaren Informationen begrenzt sind, existieren Hinweise darauf, dass einige Sarkisten in der Lage sind, auf Phänomene einzuwirken, die über gewöhnliche physikalische Gesetzmäßigkeiten hinausgehen. Die genaue Natur dieser Fähigkeiten bleibt Gegenstand laufender Untersuchungen. Für die Foundation ergibt sich daraus ein erhebliches Problem. Die Fähigkeiten einzelner Sarkisten scheinen nicht auf technische Hilfsmittel oder externe Anomalien beschränkt zu sein. Stattdessen gehen sie häufig direkt von den betroffenen Personen selbst aus. Dadurch wird die Eindämmung deutlich erschwert, da die Anomalie nicht in einem Objekt, sondern in einem Menschen liegen kann. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Foundation bis heute nicht vollständig versteht, welche Grenzen diese Fähigkeiten besitzen. Die bekannten Fälle zeigen lediglich, dass einige Sarkisten zu Leistungen fähig sind, die weit außerhalb normaler menschlicher Möglichkeiten liegen. Aus Sicht der Foundation stellen die sarkischen Kulte deshalb nicht nur eine religiöse Bewegung dar. Sie sind gleichzeitig eine Quelle anomaler Praktiken, deren volles Potenzial möglicherweise noch gar nicht bekannt ist. Doch die Sarkisten existieren nicht isoliert. Im Laufe ihrer Geschichte gerieten sie immer wieder mit anderen Gruppierungen der anomalen Welt in Konflikt. Besonders bekannt ist dabei ihre Beziehung zu einer Interessengruppe, deren Weltanschauung dem Sarkizismus nahezu vollständig widerspricht. Die Beziehung zu anderen Interessengruppen. Die sarkischen Kulte existieren nicht isoliert. Obwohl ihre Gemeinschaften oftmals verborgen agieren und nur selten direkten Kontakt zur Außenwelt suchen, stehen sie dennoch im Fokus verschiedener Gruppierungen innerhalb der anomalen Welt. An erster Stelle steht dabei die SCP Foundation selbst. Die Überwachung sarkischer Aktivitäten erfolgt nicht allein aufgrund ihrer ungewöhnlichen religiösen Praktiken.
Vielmehr betrachtet die Foundation die Kulte als potenzielle globale Bedrohung. Ausschlaggebend hierfür sind sowohl ihre dokumentierten anomalen Fähigkeiten als auch die Tatsache, dass ihre langfristigen Ziele bis heute nicht vollständig verstanden werden. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die Absichten der sarkischen Kulte weit über das hinausgehen könnten, was bisher bekannt ist. Foundation-Analysen kommen zu dem Schluss, dass ihre Aktivitäten möglicherweise auf einen SK-Klasse-Dominanzwechsel hinarbeiten. Darüber hinaus kann die Möglichkeit eines XK-Klasse Ende der Welt-Szenarios nicht vollständig ausgeschlossen werden. Allein diese Einschätzung reicht aus, um die sarkischen Kulte zu einer der aufmerksamsten überwachten Interessengruppen der Foundation zu machen. Neben der Foundation existiert jedoch mindestens eine weitere bedeutende Gruppierung, die den Sarkizismus mit besonderer Sorge betrachtet: die Church of the Broken God. Nach den verfügbaren Informationen handelt es sich hierbei um eine der wenigen Organisationen, die die sarkischen Kulte ausdrücklich als apokalyptische Bedrohung ansehen. Die genauen Gründe für diese Einschätzung sind nicht vollständig bekannt. Dennoch wird deutlich, dass zwischen beiden Glaubensrichtungen ein tiefgreifender ideologischer Gegensatz besteht. Vereinfacht ausgedrückt könnte man diesen Konflikt als einen Gegensatz zwischen Fleisch und Maschine beschreiben. Der Sarkizismus legt großen Wert auf den lebenden Körper, auf Veränderung, organische Entwicklung und die Überwindung biologischer Grenzen. Fleisch gilt innerhalb vieler sarkischer Lehren als etwas Formbares, das verbessert und weiterentwickelt werden kann. Die Anhänger der Church of the Broken God vertreten hingegen eine völlig andere Sichtweise. Aus ihrer Perspektive scheint die mechanische Ordnung einen wesentlich höheren Stellenwert einzunehmen. Dadurch entsteht ein fundamentaler Widerspruch zwischen beiden Weltanschauungen. Für die Foundation ist dieser Gegensatz von besonderem Interesse, denn Konflikte zwischen Interessengruppen liefern häufig wertvolle Hinweise auf deren tatsächliche Ziele, Fähigkeiten und Absichten. Gleichzeitig erhöhen sie jedoch das Risiko größerer anomaler Ereignisse, sobald die Interessen beider Seiten aufeinandertreffen. Fest steht, dass die sarkischen Kulte nicht nur aufgrund ihrer eigenen Aktivitäten beobachtet werden. Auch ihre Beziehungen zu anderen Gruppierungen tragen dazu bei, dass sie bis heute als bedeutender Faktor innerhalb der anomalen Welt gelten. Doch trotz aller bekannten Informationen bleibt eine entscheidende Frage offen: Was wollen die sarkischen Kulte letztendlich erreichen? Was wollen die sarkischen Kulte wirklich? Trotz jahrzehntelanger Beobachtung, zahlreicher Ermittlungen und der Sicherung umfangreicher Datenbestände bleibt eine zentrale Frage bis heute unbeantwortet: Was sind die tatsächlichen Ziele der sarkischen Kulte? Diese Unsicherheit stellt eines der größten Probleme der Foundation im Umgang mit dem Sarkizismus dar. Zwar konnten einzelne Rituale, Gemeinschaften und Glaubensinhalte dokumentiert werden, doch das Gesamtbild bleibt lückenhaft. Die Foundation geht daher davon aus, dass ihr nur ein Teil dessen bekannt ist, was der Sarkizismus tatsächlich ist und was seine Anhänger letztendlich erreichen wollen. Die außergewöhnliche Geheimhaltung der Kulte trägt erheblich zu diesem Problem bei. Viele Gemeinschaften leben abgeschottet von der Außenwelt, während andere ihre Aktivitäten erfolgreich hinter einem gewöhnlichen gesellschaftlichen Leben verbergen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Informationen lediglich aus Beobachtungen, Zeugenaussagen oder fragmentierten Aufzeichnungen stammen. Dadurch entsteht ein Bild, das zwar besorgniserregend ist, jedoch an vielen Stellen unvollständig bleibt. Dennoch haben Foundation-Analysten im Laufe der Zeit versucht, aus den verfügbaren Informationen mögliche langfristige Ziele der sarkischen Kulte abzuleiten. Dabei taucht immer wieder eine besonders beunruhigende Einschätzung auf. Es wird angenommen, dass die Aktivitäten der sarkischen Kulte auf einen möglichen SKS-Klasse-Dominanzwechsel hinarbeiten könnten. Ein solches Szenario würde eine grundlegende Verschiebung der bestehenden Machtverhältnisse bedeuten. Die genaue Form eines solchen Dominanzwechsels ist derzeit unbekannt. Die verfügbaren Daten reichen nicht aus, um präzise Vorhersagen zu treffen. Allein die Möglichkeit eines derartigen Ereignisses genügt jedoch, um den Sarkizismus als ernsthafte Bedrohung einzustufen. Noch alarmierender ist die Tatsache, dass einige Analysen zusätzlich die Möglichkeit eines XK-Klasse Ende der Welt-Szenarios berücksichtigen.
Die Foundation verfügt gegenwärtig über keine Beweise dafür, dass ein solches Ereignis unmittelbar bevorsteht. Allerdings reichen die bekannten Fähigkeiten einzelner Sarkisten sowie die Unklarheit ihrer tatsächlichen Ziele aus, um diese Möglichkeit nicht vollständig ausschließen zu können. Besonders problematisch ist dabei, dass die bekannten Informationen häufig mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Viele Praktiken der Sarkisten besitzen eine Bedeutung, die Außenstehenden verborgen bleibt. Zahlreiche Rituale und Traditionen werden nur innerhalb ihrer Gemeinschaften weitergegeben. Selbst die Rolle des Großkarzisten Jon und die vollständige Bedeutung seiner Lehren sind bis heute nicht vollständig verstanden. Dadurch steht die Foundation vor einer ungewöhnlichen Situation. Sie überwacht eine Interessengruppe, deren Einfluss sich über verschiedene Kontinente erstreckt, deren Anhänger teilweise über anomale Fähigkeiten verfügen und deren langfristige Ziele möglicherweise globale Auswirkungen haben könnten, ohne dabei vollständig zu verstehen, was diese Ziele überhaupt sind. Genau diese Ungewissheit macht die sarkischen Kulte für die Foundation so gefährlich. Denn bekannte Bedrohungen lassen sich analysieren, planen und bekämpfen. Eine Bedrohung, deren wahre Absichten unbekannt sind, ist wesentlich schwerer einzuschätzen. Und vielleicht ist genau das der beunruhigendste Aspekt des Sarkizismus. Nicht das, was die Foundation bereits weiß, sondern das, was sie möglicherweise noch nicht entdeckt hat. Warum die sarkischen Kulte bis heute gefürchtet werden. Nach allem, was über den Sarkitismus bekannt ist, stellt sich eine naheliegende Frage. Warum gelten die sarkischen Kulte auch heute noch als eine der bedeutendsten Bedrohungen innerhalb der anomalen Welt? Ein wesentlicher Grund dafür ist ihre außergewöhnliche Geheimhaltung. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass die sarkischen Kulte existieren. Ihre Gemeinschaften agieren im Verborgenen. Ihre Rituale werden nur innerhalb enger Kreise weitergegeben. Und viele ihrer Aktivitäten bleiben selbst nach intensiven Ermittlungen schwer nachvollziehbar. Dadurch fällt es der Foundation oft schwer, ein vollständiges Bild ihrer Strukturen und Ziele zu erhalten. Hinzu kommt ihre bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Im Laufe ihrer Geschichte haben die sarkischen Kulte gezeigt, dass sie nicht an eine einzelne Lebensweise gebunden sind. Einige Gemeinschaften leben noch immer in abgelegenen Regionen und halten an jahrhundertealten Traditionen fest. Andere haben sich vollständig an die moderne Welt angepasst und bewegen sich unauffällig innerhalb der Gesellschaft. Gerade diese Fähigkeit zur Anpassung macht eine langfristige Eindämmung besonders schwierig. Wird eine Gruppe aufgedeckt oder verliert an Einfluss, bedeutet dies nicht zwangsläufig das Ende ihrer Ideologie. Der Sarkitismus hat sich wiederholt als flexibel genug erwiesen, um unter veränderten Bedingungen weiter zu bestehen. Ein weiterer Faktor ist seine geografische Verbreitung. Bekannte sarkische Gemeinschaften wurden in unterschiedlichen Regionen dokumentiert. Zwar variieren ihre Traditionen und Lebensweisen teilweise erheblich, doch sie teilen weiterhin zentrale Glaubensinhalte und berufen sich auf dieselben Ursprünge. Dadurch entsteht kein einzelner Kult, sondern vielmehr ein Netzwerk verschiedener Gruppierungen, die durch gemeinsame Überzeugungen miteinander verbunden sind. Für die Foundation bedeutet dies, dass die Überwachung des Sarkizismus nicht auf einen einzigen Standort oder eine einzelne Organisation beschränkt werden kann. Stattdessen handelt es sich um ein weit verzweigtes Phänomen mit zahlreichen unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht ist dies auch der Grund, weshalb die sarkischen Kulte trotz jahrhundertelanger Beobachtung und zahlreicher Gegenmaßnahmen niemals vollständig verschwunden sind. Ihre Gemeinschaften verändern sich, ihre Methoden entwickeln sich weiter, ihre Anhänger passen sich neuen Umständen an. Doch die zugrunde liegenden Ideen bestehen fort. Aus Sicht der Foundation liegt die größte Gefahr des Sarkizismus daher möglicherweise nicht in einer einzelnen Person, einem bestimmten Kult oder einem konkreten Ritual. Die eigentliche Gefahr könnte darin bestehen, dass diese Ideologie immer wieder neue Anhänger findet und sich über Generationen hinweg erhalten kann. Und genau deshalb bleiben die sarkischen Kulte auch heute noch Gegenstand fortlaufender Beobachtung, Forschung und Überwachung durch die Foundation. Fazit: Die sarkischen Kulte gehören zu den ältesten, geheimnisvollsten und zugleich gefährlichsten Interessengruppen, die der Foundation bekannt sind. Ihre Anhänger verehren den Großkarzisten Aion,
praktizieren Rituale, die für Außenstehende oft verstörend wirken, und verfolgen eine Weltanschauung, die den menschlichen Körper nicht als Grenze, sondern als Ausgangspunkt betrachtet. Durch biologische Manipulation, organische Augmentationen und andere anomale Praktiken überschreiten einige ihrer Mitglieder Fähigkeiten, die weit über normale menschliche Möglichkeiten hinausgehen. Besonders besorgniserregend ist jedoch nicht das, was die Foundation bereits über den Sarkizismus weiß. Die größere Gefahr könnte in dem liegen, was bis heute unbekannt geblieben ist. Trotz jahrzehntelanger Forschung, Überwachung und Eindämmungsmaßnahmen bleiben viele Fragen unbeantwortet. Die tatsächlichen Ziele der sarkischen Kulte sind nicht vollständig bekannt. Ihre langfristigen Absichten bleiben Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Und selbst ihr Einfluss innerhalb der anomalen Welt lässt sich nur schwer abschätzen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Foundation den Sarkizismus bis heute als bedeutende Bedrohung einstuft. Denn manche Gefahren entstehen nicht dadurch, dass man zu viel über sie weiß, sondern dadurch, dass man nicht genug weiß.